Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Fragrance Talk ist mein Name oder auch Dennis für die Neuen. Dennis aka Fragrance Talk, der einzig wahre, doch unerreichte Fragrance Talk. Ja, wir sind natürlich immer noch auf der Insel Sylt. Nicht aus Hamburg, sondern immer noch auf der Insel Sylt. Und natürlich bin ich auch im Urlaub für euch da und stelle euch heute die Top 10 der meistverkauftesten Männerdüfte weltweit vor. Weltweit. Das ist diesmal nicht nur Tino, das ist diesmal nicht Douglas und so weiter, sondern ja, ich werde den Link unten reinsetzen von der Seite, unten in der Videobeschreibung. Will ich den Link reinsetzen von der Seite. Das ist 27. Juli veröffentlicht worden. Also das ist noch nicht so lange her. 27. Juli. Und ich bin überrascht. Ich bin einfach nur, ich möchte das für mich auch so ein bisschen überraschend machen. Im Endeffekt, ich habe nur einmal ganz schnell runtergescrollt. Bis Platz 10 wirklich, ist jetzt nicht irgendwie geflunkert, das ist wirklich so und ich sehe jetzt Platz 10 und das überrascht mich doch sehr und das wird euch auch überraschen. Wie gesagt, die meistverkauftesten Düfte weltweit. So. Und ja, für alle Neuen, die das erste Mal übrigens hier sind, bleibt hier, drückt mal eine Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst und bleibt einfach hier. Das würde mich natürlich freuen. So, Platz 10 kommt von Yves Saint Laurent. Ja, jetzt werdet ihr bestimmt sagen, ja, der alte bestimmt. Und jetzt kommt, nein, es ist Y, das Eau de Parfum. Ja, es ist Y, das Eau de Parfum. Es ist ein sehr synthetischer Ingwerduft. Frische, also Duschgelartige Frische mit Ingwer. Der gefällt mir. Ich habe da wirklich ab und zu auch wirklich Bock drauf, wenn man Bock darauf hat, ja. Und der Y, dann kommt der gut an und der kommt bei Frauen auch gut an. Aber dass der weltweit auf Platz 10 ist, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das von 2023 insgesamt ist, das steht hier nicht. Aber Fakt ist, es ist egal, ob von 23 oder allgemein. Das ist, glaube ich, allgemein, weil ich habe ja auch Chanel zum Beispiel geht wirklich alle 30 Sekunden geht ein Chanel Nummer 5 bei den Damen. Ein Chanel Nummer 5 Duft über die Ladentheke. Alle 30 Sekunden. Wow, absolut Wahnsinn. Aber Yves Saint Laurent, also wollt ihr einen synthetischen Duschgelduft mit Ingwer, der leichte Süße hat, dann holt euch Y. Der ist gut. Der ist gut. Da habe ich nichts, also da kann ich nichts zu sagen. Und ja, ich kann nicht viel dazu sagen. Also Yves Saint Laurent, ich hätte jetzt mit einem anderen Duft also gerechnet, aber Y, ja gut, die Jugend kauft oder die süßen Düfte werden gekauft und die werden dann im Schnitt viel mehr gekauft als die alten. Ich hätte jetzt vielleicht auch Chorus, das ist ja weltweit, aber ja, Chorus vielleicht nicht, Yves Saint Laurent hat ja auch andere Düfte, aber Y oder Parfüm. Ja. So, Platz 9. Eros von Versace, das Eau de Toilette natürlich, yes. Ich habe die alte Version noch. Ich glaube, den habe ich sogar mitgenommen. Ja gut, okay, steht jetzt da hinten. Eros Versace ist wirklich... Ach, ich glaube, ich werde ihn mal holen kurz. So, da bin ich wieder. Da haben wir ihn. Den Versace Eros, den habe ich tatsächlich mitgenommen. Auf der Insel ist es ja nicht ganz so warm wie auf dem Festland. Das ist die alte Version. Das ist natürlich Vanille auf die Fresse. Leichte Frische, denn der ist penetrant. Der steht im Raum. Jedenfalls die alte Version. Geiler Flakon mit der ausgestandenen Medusa hier, also gefällt mir wirklich gut, auch hier oben. Also, ist ein geiler Club-Duft, definitiv. Und da musst du auch, wenn du hier in Kampen bist, ne, wir wissen ja, wer es hier so verkehrt, da kommt auch dieser Duft wird getragen. Es ist nicht so, dass nur Nische getragen wird hier, nein, auch solche Düfte und ja, Versace Eros ist auf Platz 9. So, dann kommen wir zu Platz 8, das ist Paco Rabanne 1 Million Eau de Toilette. Ja, das ist Mandarine mit Zucker übergossen und ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, zu 1 Million muss man nicht viel sagen mehr. Es ist einfach, das steht für sich, einer der süßesten, früher sehr extrem starken Düften im Designerbereich für Clubs, Bars und Aufreißen. Noch mehr als dieser Duft. Aber ich bin der Meinung, dass Versace Eros zum Beispiel einfach ein anderes Stellungsmerkmal hat und einfach noch da steht. Ich bin der Meinung vor 1 Million, aber hier jetzt nicht weltweit. Aber ja, ich glaube zu 1 Million hatte ich eigentlich alles erzählt. Muss man jetzt, glaube ich, nicht weiter erläutern. So. Dann auf Platz 7 haben wir CK1 von Calvin Klein. Ja,
Zeitlos ist dieser Duft. Es ist ein frischer Saubermann-Duft, der einfach funktioniert. Ich habe den auch und nur nicht hier. Und ja, ich habe den erst letztens einmal ganz kurz angetragen. Also sagt man schon angetragen, weil ich ihn wirklich lange nicht getragen habe. Und ich habe ihn auch letztens mal kurz vorgestellt. Und ich muss sagen, er funktioniert. Der ist einfach, der wird nicht out. Der wird nicht, ich will, ich mache ihn nicht mehr. Man muss vielleicht mal, natürlich kommt die Zeit, wo man den lange nicht mehr trägt. Aber wenn, kann man, oder ich kenne keinen, der sagt, den kann ich nicht mehr riechen. Also ich kenne einen, der trägt den immer. Das ist sein Duft seit zig Jahren. Und ja, einfach Frische, dieser Duft. Und ja, muss man eigentlich auch nicht so viel mehr zu sagen. Sollte eigentlich jeder kennen. So, dann haben wir auf Platz 6 Acqua di Gio von Armani, aber das Eau de Parfum. So, und das wundert mich jetzt. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe ganz schnell runtergescrollt. Weiß nicht, ob das Eau de Toilette noch kommt. Hier ist das Eau de Parfum drin. Das ist doch für mich erstaunlich, weil es zwar ein frischer Duft mit leichter DNA vom Original, habe ich auch zu Hause in Hamburg, aber da ist der Lavendel schon drin und das habe ich bei vielen habe ich gemerkt, die mögen diesen Duft nicht. Das Eau de Toilette, ja, das Parfüm, das Profumo, das Profondo, ja, aber das Eau de Parfum war ein bisschen schwierig dadurch, dass der Lavendel muss man mögen in einem Duft und das überrascht mich, dass dieser Duft hier am Start ist auf Platz 6. Also Acqua di Gio, DNA, frisch, aber Lavendel. Ich finde ihn gut, aber auch beim Aussprühen muss man sich dran gewöhnen an diesen Duft. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt falsch hier reingesetzt worden ist. Ich denke mal, das wird schon so richtig sein. Lassen wir es einfach mal so stehen. So, Platz 5, ja, Dior Sauvage, Eau de Toilette. Da habe ich eigentlich mit gerechnet. Ich hätte fast gedacht, dass er höher wäre. Und auch hier habe ich einfach einer der geilsten, sag ich mal, auch Duschgel-Düfte, leicht Fruchtigkeit und einfach Bergamotten-Style definitiv mit Ambroxan auch, klar. Aber da steht für sich der Johnny Depp-Duft, wie ich immer so schön sage. Und ja, immer noch, egal was andere sülzen und quatschen, vergesst mal den Mister. Dieser Duft funktioniert immer noch, fast immer noch. Ich sage fast, weil es gibt ganz wenige, die sagen, es ist ausgelutscht. Wenn ihr natürlich, die Deutschen, ich muss das immer so sagen, die Deutschen sind ja immer so, wenn einer mal was sagt, wenn du auf der Arbeit immer denselben, ein Kollege trägt den immer, okay, aber das ist nicht für die Allgemeinheit gemeint und auch nicht, ich rieche den überall. Selbst den riecht man nicht überall. Ganz ehrlich, das Thema hatten wir. Guckt meine Videos für die neuen. Ich habe so viele Videos darüber gemacht. Man riecht nicht wirklich an jeder Ecke immer Sauvage oder Baccarat Rouge oder überhaupt Parfüm ist ja, ne? Hier auf der Insel schon ein bisschen mehr, aber ehrlich gesagt auch nicht so, wie man, also es ist leider in Deutschland immer noch sehr schade, dass Parfüm ja immer noch nicht so wirklich angekommen ist. Weit mehr durch uns natürlich hier auch auf YouTube. Es ist weit mehr, aber es geht natürlich, ne, es geht steigend nach oben. Aber ja, ich hoffe natürlich umso mehr und dass die Leute einfach ein bisschen, nein, ich möchte nicht abschweifen. Wir gehen mal lieber zu Platz 4. Cool Water von Davidoff. Ja, Platz 4. Der alte Davidoff, einfach frisch. Leider synthetisch frisch, nicht mehr wie der alte. Der alte war einfach noch würzig, Eichenmoos drin. Ganz anders würden die Leute, die nur diesen kennen hier, gar nicht wirklich mögen oder man muss sich dran gewöhnen. Dieser ist einfach synthetisch frisch, aber man kann ihn einfach nicht mehr wegdenken. Cool Water, den darf Davidoff gar nicht einstellen. Davidoff hat, muss ich sagen, genug eingestellt mit Relax und so, schlimm genug. Aber den Cool Water können sie gar nicht einstellen, weil der geht einfach über ein Jahr weiter über die Ladentheke und ja, das ist absoluter Wahnsinn. Cool Water muss ich, glaube ich, nicht weiter zu sagen. Dann Platz 3, Bleu de Chanel Eau de Parfum. Ja, da haben wir einen Chanel-Duft und ja, das Eau de Parfum beinhaltet im Endeffekt das Eau de Toilette und das Parfüm im einen. Ich finde das Parfüm am besten. Hier habt ihr wirklich Holzigkeit, Duschgel und leichte Süße auch. Also das, ja, ist im Endeffekt, braucht man das Eau de Toilette, braucht man das Parfüm, wenn man das Eau de Parfum hat? Also ich bin ja der Meinung, das Männlichere ist wirklich das Parfüm. So. Ich habe das Eau de Parfum nicht mehr, ich habe nur das Eau de Toilette, weil wenn du richtig schön geile, duschgelartige
wirklich schon Qualität haben möchtest, im Designerbereich, dann hol dir das Eau de Toilette. Und wenn du männlich abends, so für abends, ist es einfach, wenn ihr nur die habt, ne, den ganzen Tag Eau de Toilette und abends schon das Parfüm. Das Eau de Parfüm, ja, weiß ich nicht. Müsst ihr selber entscheiden. Schreibt mal runter, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall auf Platz 3 der meistverkauftesten Parfüme der Welt. So, jetzt kommt Platz 2. Das war, ich habe ja Top 10 Notino Charts schon gezeigt. Sehr interessant. Und Douglas. Und da war er auf Platz 1 bei beiden. Hier ist auf Platz 2 weltweit Hugo Boss Boss Bottle. Ja, also ist auch immer noch ein geiler Duft. Der funktioniert einfach, egal. Frauen mögen den. Der sogenannte Apfelkuchenduft. Wirklich Apfel mit Vanille. Ja, steht für sich, jahrelang. Und Boss Bottle, hat Hugo Boss schon recht gut was rausgehauen, muss ich eigentlich nicht weiter zu sagen. Und ja, Platz 1, ja, könnt ihr euch ja vorstellen. Und ich bin noch der Meinung, da gehört er hin, wirklich. Das ist Jean-Paul Gaultier Le Male, ja. Eau de Toilette. Und jetzt kommen wir wieder dazu, ja, den rieche ich nicht lange, ja, der ist nicht mehr ganz so wie früher, aber der nimmt Räume ein. Immer noch. Ihr nehmt den nur leider selber nicht wahr. Es ist irgendwas drin, was ihr nehmt, den Duft lange oder ganz, es dauert nicht lange, der nehmt ihr nicht mehr wahr. Aber andere definitiv, der riecht ohne Ende. Draußen, Indoor, Outdoor, wie gesagt, der ist stark. Auch die aktuelle Version noch, glaubt mir. Und, aber dieser Kaugummi-Style, Lavendel und so weiter, der gehört einfach, ja, auf Platz 1 und ist schon Ikone. Ja, ist eine Ikone, ja. Das steht hier, der Matrose Ahoy. Und was soll man sagen, der ist der Torso von den Matrosen. Es ist eine Legende, das ist einfach so. Und Leben ist es weltweit Platz 1 und ich muss schon sagen, ja, das ist im Designerbereich jetzt hier. Also schon sehr nice. Also bei den Frauen ist es Chanel Nummer 5, klar, das ist, ja, ich glaube, Marilyn Monroe hat den auch schon getragen, aber da sind wir jetzt nicht bei Frauendüften und ja, Le Male auf Platz 1. Ja, dann schreibt mal runter, hättet ihr das so erwartet? Ist immer sehr interessant, diese Charts, sehr, sehr interessant. Und ja, das sind jetzt wirklich die meistverkauften weltweit. Wie gesagt, unten ist der Link zu diesem Artikel und ja, dann denke ich mal, ist immer sehr interessant, aber ich habe schon gedacht, dass er auf 1 ist und die üblichen Verdächtigen. Und ich habe auch alle zu Hause im Schrank stehen. Müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Warte. Außer Chanel, das blöde Chanel Parfüm. Eau de Parfüm habe ich jetzt nicht. Sonst habe ich alle am Start. Ja. Und ja, daran kann man schon sehen, es ist klar, diese Düfte die gehen einfach. Und ja, Y ist aber wirklich, aber was haltet ihr von Y auf Platz 10 von Yves Saint Laurent, also das Eau de Parfüm? Ist es, wenn man Bock hat, geil, aber das weltweit auf Platz 10, hätte ich nicht gedacht. Also Leute, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Vamos a la party. Second Ferrari.